Grüß Gott. Nachfolgend präsentiere ich 10 Thesen zum Jenseits und Leben nach dem Tode. Sie sollen Anregungen geben, diese äußerst vielschichtige Thematik auch einmal von etwas neuen Gesichtspunkten aus zu betrachten, und es ist ein Versuch, die materielle Welt und die jenseitige Welt gedanklich etwas näher zusammenzubringen. Unsere menschlichen Sinne sind für diese materielle Welt ausgerichtet. So nehmen unsere Augen nur ein bestimmtes Lichtspektrum wahr und unsere Ohren nur einen gewissen Frequenzbereich. Das heißt nun aber nicht, dass es alles andere nicht gibt, was außerhalb unserer normalen Wahrnehmung liegt. Im Normalfall können wir Jenseitsbereiche nicht sehen und keine Geistwesen wahrnehmen. Manchmal aber machen Menschen besondere Wahrnehmungen, seien dies Nachtodkontakte, Nahtoderfahrungen, außerkörperliche Erfahrungen oder es ergeben sich mediale Kontakte. Solches haben schon Abertausende erlebt. Das kann auch jeder für sich selbst prüfen. Vielleicht hat er selbst schon Besonderes erlebt oder es gibt Betroffene in seinem Umfeld, die ihm davon berichten können. Besondere Wahrnehmungen sind Indizienbeweise für ein Leben nach dem Tode. Die Zuversicht für ein Weiterleben bereichert unser Leben. Damit eröffnen sich uns neue Horizonte und wir können hoffen, alle wieder zu treffen, die uns im Sterben vorausgegangen sind. Aufgrund von verschiedenen besonderen Wahrnehmungen kann man davon ausgehen, dass der Mensch nach dem Tode im Jenseits weiterlebt. Wie aber lebt man weiter? Bei Nahtoderfahrungen oder auch Nachtodkontakten begegnen die Betroffenen oft verstorbenen Verwandten oder Bekannten, die sich in einem feinstofflichen Körper zeigen. Sie sind ähnlich wie zu Lebzeiten bekleidet und sehen oft jünger aus als damals, als sie gestorben sind. Männer zeigen sich als Männer, Frauen als Frauen. Daraus kann man die Vermutung ableiten, dass wir dort einen feinstofflichen Körper haben, der sich in seiner Form nicht vom irdischen Körper unterscheidet. Bei Nahtoderfahrungen werden oft auch jenseitige Landschaften geschildert, seien es Wiesen, Felder, Häuser und Städte. Hier hört man oft das Argument, dass sich das als allzu irdisch anhört. Die materielle Welt und das Jenseits als zwei ganz verschiedene Bereiche zu sehen, ist vielleicht ein Überlegungsfehler. Vielmehr muss man sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass das Jenseits und die materielle Welt ein Gesamtsystem ist, das untrennbar miteinander verwoben ist. So kann man davon ausgehen, dass die Welt mit ihrer Natur und Vielfalt einem Schöpfungsprinzip entspricht, das in der materiellen und auch in der geistigen Welt die gleiche Gültigkeit hat. Was macht den Menschen, ein Tier oder eine Pflanze lebendig? Wenn es ein Leben nach dem Tode gibt, muss man davon ausgehen, dass das Leben eine geistige Kraft ist, die nicht auf die irdische Materie angewiesen ist. So wäre es nicht logisch, wenn nur der Mensch nach seinem Tode weiterleben würde. Bei Nahtoderfahrungen werden nicht nur Verstorbene, sondern oft auch Tiere wahrgenommen. Ebenso berichten Menschen bei Nahtoderfahrungen von jenseitigen Landschaften, Wiesen, Blumen und Felder. Der Mensch ist hier ohne Natur nicht überlebensfähig. Er ist ein Teil eines Gesamtsystems und dieses gilt vielleicht auch in der jenseitigen Welt. Darum ist der Gedanke naheliegend, dass die Gesetzmäßigkeiten für alle Lebensformen die gleiche Geltung haben und jedes Leben im Jenseits an dem ihm zugedachten Platz weiter existiert.
Das Leben auf dieser Welt zeigt sich in einer sehr großen Vielfalt. Das bereichert unser Leben. Nichts wäre trostloser, wenn jeder Mensch gleich wie der andere wäre. Diese Vielfalt und Individualität bereichert unser Leben. So hat hier jedes Geschöpf, sei es Mensch oder Tier, im Rahmen seiner Möglichkeiten seinen eigenen Willen. Aufgrund dessen kann man davon ausgehen, dass hier eine universale geistige Gesetzmäßigkeit wirkt. Abgeleitet von diesem Gedanken würde es keinen Sinn machen, wenn das in der jenseitigen Welt anders wäre. Man kann darum davon ausgehen, dass jede Individualität auch in der geistigen Welt erhalten bleibt. Man stelle sich vor, es gäbe auf dieser Welt keine Gesetze und keine Staaten mehr. Chaos und Gewalt wären früher oder später die Folge. Genauso wie auf dieser Welt Gesetze und Ordnungskräfte unerlässlich sind, so gibt es diese auch in der jenseitigen Welt. So erleben Menschen bei Nahtoderfahrungen immer wieder eine gewisse Autorität oder eine Autoritätsperson. So muss man annehmen, dass es dort eine Ordnungsmacht gibt, die eine Führung ausübt und das Zusammenleben in der dortigen Gemeinschaft mit Gesetzen regelt. Genauso wie in der Natur alles geordnet ist und jedes Wesen gesetzmäßig seinen Platz und seine Aufgaben hat, so wird diese Ordnung auch in der Jenseitswelt vielleicht in einem noch höheren Maße ihre Gültigkeit haben. Große Weltreligionen wie Juden und Christentum sowie der Islam bezeichnen sich als Offenbarungsreligionen. Sie berufen sich auf Propheten und damit auf Botschaften aus der jenseitigen Welt. Der Verkehr mit Geistwesen ist auch bei Naturvölkern seit Menschengedenken bekannt. So wäre es von Grund auf widersinnig, wenn man solche Vorgänge bestreiten würde, weil sie weltgeschichtlich eine enorme Wirkung hatten und immer noch haben. Wenn Menschen Geistwesen sehen oder hören können, sind das auch Formen von medialen Begabungen. Solche Fähigkeiten in ihren verschiedenen Abstufungen sind Kanäle, die eine Kommunikation von Geist zu Mensch unter bestimmten Bedingungen möglich machen. Botschaften aus guten Quellen durch fähige Medien können für uns Menschen eine wertvolle Informationsquelle sein und uns wichtige Orientierungshilfe bieten. Prüfet die Geister, heißt es in einer biblischen Schrift. Offenbar war Irreführung durch Geister damals schon ein Problem. Genauso wie der Mensch hier vor Betrug und Lüge auf der Hut sein muss, so muss er dies auch bei Geistwesen tun. Der Charakter und die Wesensart ändert sich mit dem Tode nicht. Wer zum Beispiel durch eine Tür in eine Universität eintritt, wird dadurch auch nicht gleich intelligenter. Und ein Mensch, der stirbt und als Geist in eine neue Welt eintritt, hat danach auch nicht gleich einen anderen Charakter. Wenn also gewisse Geister die Gelegenheit haben, sich medial bemerkbar zu machen, so schmücken sie sich oft mit hohen Namen mit dem Ziel, den Menschen Eindruck zu schinden. Hier ist besondere Vorsicht angebracht und eine gute Prüfung unerlässlich. Entscheidend sind nicht schöne Worte, sondern die Motivation, die dahinter steckt und die Wirkung, die sie haben sollen. Dazu heißt es auch in einer biblischen Schrift, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Der Mensch ist infolge seiner materiellen Daseinsform geistigen Beeinflussungen ausgesetzt. Die extremste Form davon ist die Besessenheit. Solches
ist seit Menschengedenken bekannt. Auch in der Bibel werden solche Vorgänge erwähnt. Solche Ereignisse sind heute aber selten und wenn, dann wohl auch karmisch bedingt. Beeinflussungen in Form von Inspirationen sind aber alltäglich und die können von Geistwesen bewirkt werden, die um uns sind. In diesem Sinne besitzt jeder Mensch eine gewisse geistige Wahrnehmungsfähigkeit. Letztendlich entscheidet aber immer der Mensch allein, wie er sein Tun und Handeln gestalten will. Wichtig ist, dass der Mensch auch immer Hüter seiner Gedanken sein soll, denn die Gedanken sind ja der Antrieb für jedes Handeln. Viele Religionsgemeinschaften beanspruchen das Jenseits ganz für sich oder behaupten gar, den Schlüssel für das Himmelreich zu besitzen. Hier wäre es angebracht, die Dinge einmal aus einer universalen Perspektive aus zu betrachten. In der Schöpfung gelten für alle Menschen die gleichen Gesetzmäßigkeiten und nicht die von Menschen gemachten Regeln. Die Jenseitsforschung kann alle Religionen in dem Sinne unterstützen, dass sie Indizienbeweise für ein Leben nach dem Tod erarbeitet. So könnte die Jenseitsforschung ein Bindeglied zwischen den Religionen sein, sofern diese überhaupt daran interessiert sind. Denn das Ziel der Religionen ist ja auch, den Menschen eine Perspektive über ihren irdischen Tod hinaus anzubieten und ihnen die Hoffnung zu vermitteln, dass es mehr gibt als nur dieses irdische Leben und die materielle Welt und dass darum der Lebenshorizont über den irdischen Tod hinausgesetzt werden darf. Die Jenseitsforschung ist wenig fassbar und steht noch am Anfang. Hier liegt aber ein Forschungsbereich brach, der einen großen Nutzen für die Menschen in sich birgt. Es ist auch nicht so, dass noch keine Erkenntnisse vorliegen würden. Seit langer Zeit gibt es gute Literatur, die aber bis anhin keine Anerkennung gefunden hat. Natürlich kann man die Jenseitsforschung auch als Unsinn abtun oder ignorieren. Damit verschließt man sich selbst aber ein ganzes Universum. Wer eine große Reise plant, macht sinnvollerweise vorher eine seriöse Vorbereitung. Damit kann man sich viel Frust und Ärger ersparen. Das Gleiche gilt sinngemäß auch für die Reise ins Jenseits, die jeder früher oder später einmal antreten muss. Dann ist man vielleicht froh, dass man sich vorher schon mit der Jenseitsfrage auseinandergesetzt hat.